Guten Morgen allerseits. Ich begrüße euch aus der Stadt Ufa. Meine Reise beginnt jetzt um 5:50 Uhr mit dem Autobus in Richtung Flughafen. Wir sind hier im Stadtteil Tschernigowka, wo unser Häusl steht. Da haben wir einen großen Einkaufsmarkt und den ganzen Spaß werde ich euch noch mit mehreren Videoschnipseln erzählen, was heute und morgen auf dem Programm steht. Bis später. So, liebe Grüße aus der Stadt Jekaterinburg. Ich bin vor einer Stunde angekommen, habe mir die Preise im Flughafen angeschaut, was zu essen. Da habe ich mir gesagt, muss ich nicht haben. Ich habe sowieso 10 Stunden Aufenthalt, also jetzt Fußmarsch 2 Kilometer in die Innenstadt. Da ist der Flughafen. Na gut, 2,5 Kilometer. Einen habe ich schon geschafft und dann werde ich was Leckeres essen zum Mittagessen. Kurze Pause. Jekaterinburg ist nicht unbedingt die Stadt, muss ich ehrlich sagen, wo ich leben will. Gefällt mir hier irgendwie nicht so richtig. Naja, ist Geschmackssache. Ich bin sowieso eher der Dorfmensch. Bis später. So, ich habe mein Ziel erreicht. Eine kleine Stolowaja, etwa 2,5 Kilometer entfernt vom Flughafen. Das Menü hat mich gekostet etwa 6 Rubel, 6,50 €, 650 Rubel, was zu trinken in Kaffee, in eine Suppe, in Weißkraut und Perlowka mit Hühnchensteak überbacken. Am Flughafen hatte ich für denselben Spaß bezahlt, etwa 2000 Rubel. Die 2,5 Kilometer haben sich also gelohnt, in jedem Fall. Würde ich jedem empfehlen, am Flughafen nicht zu essen, ihr werdet sündhaft viel Geld los, muss nicht sein. Und ich habe sowieso viel Zeit, also Fußmarsch für die Gesundheit und genießen. Guten Morgen allerseits, ich begrüße euch aus der Stadt Abakan. Wir sind zwischengelandet in der Stadt Abakan auf der Reise Richtung Sibirien. Meine Frau möchte hier Kolleginnen besser gesagt, besuchen, Freunde besuchen. Und da mussten wir uns einen Mietwagen leihen, weil Bus fährt dort nicht hin, wo wir hinwollen, und Taxi ist sündhaft teuer. Und den zeige ich euch gleich. So, hier haben wir den Mietwagen. Ein Nissan, japanisches Modell, mit Rechtslenker und Ledersitzen, hat schon 500.000 Kilometer weg. Aber auf der ersten Fahrt gestern raus aufs Dorf, etwa 220 Kilometer hin und zurück, hat er gut funktioniert, kann ich meckern, Automatik. Allerdings war es für mich extrem seltsam, auf der rechten Seite zu sitzen. Ich musste mich erstmal umgewöhnen und dann noch Automatik, naja gut. Und für den Preis muss ich sagen, für 1500 Rubel pro Tag ist das angemessen. Andere Mietwagen waren hier 2500, 3000, 3300, 4000. Das musste ich nicht haben. Und hier im Hintergrund haben wir unser Hostel. Sehr angenehmes Ambiente. Kann man nicht meckern. Ich frage mal, ob ich drin auch noch ein Video machen kann für euch. Und morgen geht unsere Reise weiter Richtung Osten. Warum und wieso ist ganz einfach. Wir hatten Probleme mit Tickets zu bekommen für unsere Reise, weil alles spontan war. Und jetzt vor Weihnachten ist alles ausgebucht. Ich habe einen Billigflug genommen über Jekaterinburg weiter Richtung Krasnojarsk und dann Richtung Abakan. Und meine Frau kam mit dem Zug 2 Tage. Sie ist also einen Tag eher losgefahren. Und ich habe sie gestern früh um 5 Uhr am Bahnhof abgeholt. Und dann brauchten wir erstmal Pause, erstmal ausschlafen. So, ja, dann waren gestern noch ab um 10 sind wir aufs Dorf gefahren. Haben ihre Kollegin besucht, dort einen halben Tag verbracht. Und jetzt geht unsere Reise weiter. Bis später. So, jetzt sind wir im Hostel. Ich werde euch mal das Ambiente zeigen. Ist sehr angenehm, sehr modern. Pro Nacht sind das
Also pro Tag 2000 Rubel. Das Ambiente ist wirklich sehr angenehm. Die Zimmer haben auch für mich ehrlich gesagt ein sehr angenehmes Ambiente. Alles extrem sehr sauber, sehr aufgeräumt, warm, bequem. Kann man überhaupt nicht meckern. Es schaut mir alles so ein bisschen deutsch aus, teilweise. So wie in Bayern in der Bierstube. So, und hier haben wir noch ein kurzes Blick in unser Zimmer, bevor wir abreisen. Speziell für euch mal ein Einblick in russische Hotels, wenn es interessiert. Ganz normal. Größe reicht aus. Bequem, warm, draußen ist es arschkalt. Minus 28 Grad. Und da lässt sich in so einem kleinen Zimmerchen ganz gut leben. So, bis zum nächsten. Heute ist Weiterreise. So, und jetzt könnt ihr mich mal vor der Kamera sehen, mal mit Spiegeltrick. Also ihr neunmal klugen Tastaturhelden, die da immer glauben, irgendetwas Blödes über mein Leben in Russland schreiben zu müssen. Warum ich hier lebe, ist meine Entscheidung. Oder über den Krieg, über die Front oder über unseren Präsidenten. Könnt ihr stecken lassen. Wurde so schnell wie möglich gelöscht und ignoriert. Weil gehörten ja nicht hin. Will ich nicht sehen, will ich nicht lesen, beantworte ich nicht. Nur so für euch als kurze Information. An alle anderen, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge es Frieden für alle geben.